Im zweiten Vers von Catching Fire heißt es, we're passing on torches. Und das bedeutet, dass wir diese Fackeln, dieses Feuers, das wir haben, dieser Leidenschaft, was es ja eigentlich ist, weitertragen wollen, an andere Leute weiterreichen wollen. Und diese Songs, jeder einzelne, ist sozusagen eine kleine Fackel, die wir weiterreichen und hoffen, dass andere Menschen damit berührt werden und dass sie eine Begegnung mit diesem Gott haben können. Und das wünsche ich mir sehr, dass wenn du diese Songs hörst, dass sie dich berühren, dass sie dich näher an das Herz von Gott ziehen, auch wenn du ihn vielleicht gar nicht kennst. Und dass dein Leben auf den Kopf gestellt wird, weil es ist das Beste, was dir passieren kann. Debbie Sita war Worshipleiterin und Songwriterin im ICF. Noch selten eine Frau gesehen mit so viel Charakter, Leidenschaft für Jesus, kreativ und innovativ. Und hat wirklich so von der ersten Minute an, kann man fast sagen, diese Kirche mitgeprägt. Debbie ist als älteste von 5 Geschwistern auf die Welt gekommen, ist in einer großen Familie groß geworden und hat schon sehr früh ihr Talent mit dem Singen und mit der Musik entdeckt und dann auch ausgelebt. Ich habe sie das erste Mal gesehen 2003, 2004, als sie auf der Bühne war. Und dann kam sie sehr schnell dann ins Core-Team, hat sich als Volunteer engagiert, sehr viel. Ich kannte Debbie zuerst auch von der Bühne her. Als ich als Teenager ins ICF kam, habe ich sie eigentlich nur gesehen und natürlich auch bewundert, wie viele andere. Ich war da vielleicht das 3. Mal im ICF, war noch nicht gläubig selber und habe einfach diese Frau gesehen und ihre Stimme und ihr Herz da irgendwo gespürt, obwohl ich noch nicht diesen Gott kannte. Je besser oder je mehr ich sie kennengelernt habe, desto mehr habe ich ihr Herz, ihr unglaubliches Herz für die Church und für die Leute entdeckt oder kennengelernt. Für mich war Collide ein krasser Song. Einer, der mir bis heute sehr ins Herz geht, ist Collide. Auf das kommt niemand, dass man dieses Bild nutzt von einer Kollision, wie Jesus oder wie Gott uns begegnet. Ich finde, das ist so typisch für ihr Songwriting, dass sie Bilder verwendet hat, die man versteht, die einprägsam sind, aber die absolut außerordentlich und auch einmalig sind. Ja, die erste Krebserkrankung, das war ein Riesenschock. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon so eine chronische Darmerkrankung, das wusste man. Immer wieder Mühe mit der Verdauung und so weiter. Aber dann bei einem Untersuch hat sich dann gezeigt, dass etwas nicht stimmt. Ich mag mich erinnern, wir haben sie im Spital besucht und sie war so positiv eingestellt. Das war im 2012, das heißt, sie war 28. Und sie hat das dann operiert. Und sie war so entschieden, dass sie sich nicht unterkriegen lässt von dem. Dann wurde sie am Montag operiert. Und ich glaube, schon am Montag oder Dienstag hat sie dann angekündigt, dass sie am folgenden Sonntag an der Live-Aufnahme für das Album Legacy dabei sein werde. Und wir haben uns alle gedacht, ja, wahrscheinlich wirken die Schmerzmedikamente noch zu stark oder irgendwie, wir wollen ihr das noch nicht gleich absprechen, aber das wird sicher nicht der Fall sein. Es hatte ja wirklich eine große Operation. Wir haben das Album-Recording durchgezogen und alle wussten davon. Und
Es hat so viel mit der Church gemacht, dass Debbie trotzdem auf die Bühne kam und diese Songs geleitet hat. Das war eine der stärksten Worship Nights, die wir je hatten. Und das spürt man auch auf dem Album. Man sieht ihr auf den Aufnahmen nicht an. Wenn man es weiß, sieht man vielleicht, dass sie die Hände nicht ganz so aktiv nach oben hält oder nicht umherspringt bei den Uptempo-Songs. Aber abgesehen von dem merkt man nichts. Und das war schon für mich das erste riesige Wunder. Egal, was die Umstände sind, egal, was die Gefühle sind, ihr Glauben tangiert das nicht. Also so hat es auf mich gewirkt und das hat mich sehr ermutigt. Aber das Feuer und Leidenschaft für Jesus, kann ich jetzt nicht sagen, wurde größer. Das war bei ihr immer da, ungebrochen. Und was ich gestaunt habe, wie locker sie immer über diese Krankheit gesprochen hat mit den Leuten. Das ist sehr, sehr ehrlich, als wäre das, lasst uns Spaghetti essen gehen. Also sehr ehrlich, sie hat nie ein Geheimnis daraus gemacht und das fand ich mega stark. Für uns war damals, gerade so vor der Krankheit, war auch so das Thema Kinder kriegen, Familie zu gründen. Mit dem war natürlich klar, mit dieser Krankheit, das ist bis auf Weiteres verschoben. Das möchten wir nicht einem Kind zumuten, dieses Risiko, dass sie vielleicht einen Rückfall hat oder so. Das war auch irgendwo schwierig. Und auf der anderen Seite war für Debbie das auch okay, weil sie es geliebt hat, im ICF zu arbeiten und sich da zu investieren und sie da wieder Vollgas geben konnte. Beyond what I can see, over the horizon is where you're taking me. I wanna live louder and shout across the land, Jesus forever. Ich finde, man hat bei Debbie gemerkt, dass Leben kostbar ist. Ich mag mich an viele Diskussionen, Gespräche mit ihr erinnern, wo die waren nicht einfach so bla bla, sondern wie kann ich etwas verändern in meinem Umfeld, in dieser Schweiz und auch auf der ganzen Welt. Sie hat sich in Lyrics überlegt, wie kann man nicht immer die gleichen Worte nehmen, du bist Gott, du bist König, sondern wie kann man Wörter nehmen, die etwas Neues und Frisches aussprechen. Okay, dieses kleine Wort, ist das wirklich das beste Wort? Lyrisch war sie ganz stark. Zu sehen, wie ihre Songs plötzlich von vielen Leuten gesungen werden, gecovert werden. Die ganze Zusammenarbeit mit Integrity Music, die dann entstanden ist, Songwriting Retreats mit Künstlern, die sie früher vielleicht mal fast hochgeschaut hat. Und plötzlich schreibt sie Songs mit denen. Was man nicht vergessen darf, ist die chronische Darmerkrankung, die war ja geblieben. Sie hatte Schmerzen, es war wirklich so eine, ging mal besser, ging mal schlechter. Und das, glaube ich, hat man gespürt in ihrem Charakter. Ja. Das heißt, die Entscheidung, wie sie leben möchte, die musste sie jeden Tag treffen. Für was investiere ich meine Zeit? Und das habe ich gemerkt, das hat man gespürt. Dringlichkeit. Ja. Sie hatte viel zu sagen auch im Bereich Musical. Was können wir tun, um die Church farbiger zu machen? Auch wie kann man Gottesdienst, Celebrations moderner machen. Sie war wirklich ein Vorbild. 2015 wurde sie dann schwanger und 2016 im März ist unser Sohn Judah geboren. Und das war natürlich auch eine Riesenleidenschaft von ihr. Die Art, wie sie mit ihm umging und die Art, wie sie ihn liebte, da kam noch mal etwas ganz Neues in ihr hervor. Mein Lieblingssong von ihr war Lighthouse. Du bist dieses Leuchtturm, das ich von weitem sehe. Das klingt so romantisch. Vielleicht für andere Leute ist es nicht so tief. Für mich ist es wirklich, ich weiß, sie hat das von ganzem Herzen geglaubt. Sie hatte Routineuntersuche und bei einem Routineuntersuch wurde dann festgestellt, dass da wieder irgendetwas ist. Und dann, als wir dann die Diagnose hatten, dass sie wieder Krebs hat und diesmal auch noch Ableger auf der Leber,
Das war für uns alle so ein wirklich herber Schlag, weil wir wussten von Anfang an, sie braucht wirklich ein Wunder. Wir alle brauchen ein Wunder, weil rein medizinisch wussten wir, wie es ausgehen würde. Ich glaube, es ist manchmal ein bisschen schwierig mit solchen Diagnosen als Christ, weil jeder hat eine Antwort und jeder hat einen guten Ratschlag. Und irgendwann geht es dir auf den Sack. Ich finde es so schlimm, wenn wir Christen nur 2 Optionen haben. Entweder Total Despair oder jetzt kommt das Wunder Gottes. Und bis dann sind wir einfach verkrampft. Und also es hat beides gegeben. Wir konnten, das hat sich ziemlich abgewechselt, manchmal im Minutentakt, das Weinen und das Lachen. Du weißt, okay, Gott kann jede Minute ein Wunder machen und gleichzeitig die Realität. Jetzt werden Monate kommen, wenn er das nicht macht und er ist trotzdem Gott und er ist trotzdem gut. Da gehen wir gemeinsam durch die Hölle. In dieser Zeit, als klar wurde, jetzt ist all or nothing und sie haben begonnen, richtig krasse Therapien zu fahren. So oft es ging, kam Debbie zum Gottesdienst, kam rein zur Backstage-Tür und setzte sich in die Reihe. Und sie dann zu sehen, wie sie diese Songs singt, zum Teil ihre Songs oder auch nicht. Und sie hat wirklich diesen Jesus gesehen, in allem. Wir hatten einen Sohn, den Judah. Das heißt, wir mussten uns organisieren, wie wir das regeln, weil sie ja logischerweise nicht aufpassen konnte. Er durfte am Morgen mal rein, Hallo sagen, am Mittag Hallo sagen und am Abend gute Nacht wünschen. Aber dass ich überhaupt keine Energie hatte, musste auch so der Kontakt mit ihm reduziert werden. Es hatte keinen Raum mehr für Oberflächliches oder für Unwichtiges oder für weiß ich was, es fiel alles weg. Es war einfach so, jetzt geht es um das Essentielle und jetzt müssen wir zusammenstehen. Und ich glaube, das hat wirklich eine Tiefe gegeben im Ministry und ein Bewusstsein, hey, jetzt halten wir einfach nur noch an Jesus fest. Leute waren schockiert und auch betroffen. Das hat man schon gemerkt. Also die Leute haben mitgebetet, haben mitgefastet. Und je länger das es ging, habe ich das Gefühl, dass die persönlichen Fragen zunahmen. Weil am Anfang ist man noch so ein bisschen in einem Hype vielleicht. Okay, ja, wenn 1000, 2000, 3000 noch mehr Leute, die beten, dann wird Gott bestimmt ein Wunder machen. Und irgendwann kommt man so an den Punkt, wo man merkt, okay, was ist, wenn er es nicht macht? Ist er trotzdem noch gut? Dient mir trotzdem noch alles zum Besten? Und da kommen ja dann Glaubensfragen hoch. Gleichzeitig hatte sie eigentlich, seit sie die Diagnose erhalten hatte sie enorme Schmerzen, also undefinierbare Rückenschmerzen. Ich habe das Gefühl, manchmal Gott gibt Leuten mehr zu tragen als anderen. Und Gott hat ihr sehr viel zugemutet und sie hat das mit so viel Würde getragen. Und das hat mich so stolz gemacht auf sie, weil ich weiß, sie hat Gott ganz sicher auch die Meinung gesagt. Aber ich erinnere mich an, wie wir eines der letzten Male, als wir bei ihr waren und mit ihr gemeinsam geworshipped haben. Ich glaube, irgendwo hat es einen Punkt gegeben, wo sie gemerkt hat, sie darf loslassen, sie darf das Gott jetzt hingeben. Und sie muss nicht das Gefühl haben, ich habe zu wenig getan. Debbie hat sich dann gewünscht, dass wir einen Worship-Abend organisieren. Also ich habe dann den Abend eröffnet und gesagt, wir wollen eigentlich nicht einfach nur trauern oder so. Also es ist noch nicht ihre Beerdigung. Ihre Stimme war schon recht schwach und müde. Aber ab und zu hat sie so richtig wieder mitgesungen und du hast diesen Debbie-Klang gehört. Und das stärkt den Glauben, wenn du merkst, Scheiße, die glaubt das. Und das einfach zusammen Gott zu erheben. Und da war noch ihr Sohn auf dem Bett, ist eingeschlafen in ihrem Arm. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Es hat da wirklich einen Frieden ausgestrahlt, was, glaube ich, alle Leute um sie herum wirklich beeindruckt hat und verändert hat. Irgendwann hat man wie selbst sich gefragt, glaube ich jetzt noch an das Wunder oder möchte ich auch für sie, dass sie weitergehen kann? Und im Gebet hat man, glaube ich, bis am Schluss einfach um dieses Wunder gekämpft.
aber trotzdem auch mit dem Gedanken, dass es auch in Ordnung ist, wenn sie nach Hause geht. Dom und ich und Tamara, wir sind da. Einmal konnten wir noch in dieses Spitalzimmer und sie hat uns ihre Pläne erklärt, wie sie gerne die Abdankung hätte. Und dann sitzen wir an diesem Bett und beten und sie sagt, Gott meint es gut mit mir. Und ich denke so, Scheiße. Ja, wenn du das sagen kannst in dieser Situation, dann hast du wirklich gewonnen. Mir liefen Tränen runter, weil ich noch nie jemand gesehen habe im Sterbeprozess Komplimente zu verteilen, einfach zu wissen, ich habe eine Hoffnung, wir sehen uns wieder. Das war für mich ein unglaublicher Moment. Bewegend und gleichzeitig gehst du raus und denkst du, hey Gott, sprich doch dieses eine Wort. Du hast immer alle Gefühle in dir, zwischen wow, dankbar und gleichzeitig ein bisschen, nicht den Wut, einfach so, Gott, come on. Und ich weiß ja, Gott kann das. Und wenn er es nicht macht, dann ist das Problem, dass ich nicht so weit sehe wie er. Klar gab es Situationen auch bei ihr, die gefüllt waren mit Unverständnis, mit Fragen. Aber was ich wirklich sagen kann, dass sie bis am Ende an Jesus festgehalten hat, dass sie wusste, wo sie hinkommt. Und dass sie das Ziel vor Augen hatte. Meine Schwiegermutter, also Debis Mutter, war da und ich war da. Wir waren einfach am Bett von Debbie und haben nochmals Worship laufen gelassen, ihr Psalmen gelesen. Und dann ist sie gestorben. Ich denke, mein Glauben hat es so beeinflusst oder verändert, dass ich weiß, dass Jesus wirklich real ist. Dass es nicht nur irgendwie eine Einbildung ist, sondern dass der Friede, der mein Denken übersteigt, dass der erlebbar ist für mich. Und ich finde, das ist ihr krasses Vermächtnis, nicht mal ihre Songs, sondern die Botschaft, dass Jesus sich durchträgt, auch in diesen Situationen. Als Debbie starb, habe ich gesagt, gut 6 Monate werde ich trauern und das zulassen und ganz sicher mir für das Zeit nehmen. Und das größte Wunder für mich im Ganzen ist, dass ich nach 6 Monaten sagen konnte, mein Leben ist gut. Aber es hat meinen Glauben definitiv gestärkt. Aber es hat ein paar Wochen und Monate gebraucht, um das zu kapieren und zu verstehen und zu glauben, dass Gott das alles im Griff hatte. Debbie lag da, sie hatte nichts mehr, aber sie hatte Jesus. Und das sagt man ja immer so, oder? Man nimmt nichts mit, aber ich habe es gesehen bei Debbie, da war nichts mehr. Aber diesen Jesus hat sie noch gehabt und das ist das Einzige, was du mitnimmst. Das prägt mega. Man denkt manchmal, es passiert was Schlimmes und du erholst dich nicht mehr davon oder das Team erholt sich nicht mehr davon. Die besten Songs sind vielleicht geschrieben, aber es stimmt nicht. Gottes Gnade ist so krass. Die Songs, die wir jetzt heute haben, sind tiefer. Haben eine andere Qualität, hat eine andere Dynamik, hat ein anderes Fundament. Und ich glaube, das hat schon mit dem zu tun, weil du singst ganz andere Songs. Also du musst dann gute Argumente haben, sonst sind es nur Floskeln, verstehst du? Die Leute sind hungrig nach Gott, sie wollen ihn erleben, du bist nicht mehr alleine. Oftmals hat man das Gefühl, man ist alleine auf der Bühne mit dem Worship-Team und probiert da mit allen Mitteln die Leute in die Gegenwart Gottes zu ziehen. In der letzten Zeit merke ich, wie die Leute rennen in diese Gegenwart, ohne dass man wirklich ziehen muss. Das ist wirklich schön zu sehen und kraftvoll zu sehen, wie die ganze Church eigentlich zu einem Worship-Movement wird, nicht nur wir als Team. Es hat uns als Team extrem zusammengeschweißt und wir haben unser Fokus oder unser Auge nicht mehr so schnell auf dem Nebensächlichen. Wir wissen, schlussendlich geht es um Leben, die wir erreichen wollen. Und ich denke, all das, was sie gesät hat, all das, was sie
bewegt hat mit ihrem Leben, das trägt Früchte. Und das sehen wir jetzt und das werden wir auch die nächsten Jahre sehen. Weil ich merke, irgendwann bist du an einem Punkt, da genügt es dir nicht mehr, auf der Bühne christliches Entertainment zu machen, weil du merkst, okay, jetzt geht es so ans Eingemachte. Auch die Dimension, die es angenommen hat. Wir haben jetzt einen Song in 7 Sprachen übersetzt. Ich glaube, das ist auch eine Frucht von Debbie. Sie hat sich immer eingesetzt, auch dass Songs übersetzt werden in Landessprachen. Es war für mich von Anfang an klar, dieser Kampf gehört Gott. Und das wurde auch Wirklichkeit. Und ich bin so stolz darauf, dass sie unser Ministry geprägt hat, dass sie diese Welt geliebt hat, dass sie ihren Sohn geliebt hat, dass sie ihren Ehemann geliebt hat, dass sie uns besser gemacht hat im Songwriting, auf der Bühne, wo auch immer. Mein Lieblingssong ist A Legacy. Das hat so eine Kraft, wenn du den Hintergrund weißt und ihr Leben siehst und ihr Herz kennst, dass das nicht einfach schöne Worte sind, die schön gesungen sind, mit einer schönen Stimme, sondern es ist Wahrheit. Und wenn man die Lyrics anschaut, sie schon fast irgendwie etwas geschrieben hat, das in Zukunft kommt. Wenn mein Kapitel zu Ende geht und ich gebe die Fackel weiter, dann möchte ich, dass die Leute mein Herz anschauen und sagen, es sieht aus wie das Herz von Jesus.